Willkommen zurück zu Stanley Parable Ultra Deluxe. Und beim letzten Mal sind wir in den neuen Inhalteraum gegangen und haben die neuen Inhalte entdeckt. Und dann hat unser Erzähler das Spiel zurückgesetzt und jetzt sieht es irgendwie kaputt aus. Das kennen wir. Aber jetzt sieht es so aus. Psst! Stanley! Come over here! In the vent! I want to show you something! Sofort. Ich will nur wissen, was da ist. Und das sieht normal aus. Ja. Aber ich mag, wie er einfach letztes Mal über den Content gesprochen hat und das... Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe Genau content das. turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Oh, das Tor habe ich schon in einem Videoclip gesehen zum Spiel, aber I call noch it nicht. the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Das ist cool. Ich meine, sie haben hier einen Screenshot von der ganz alten Steam-Page. Ich meine, es ist anscheinend die russische Version, aber es ist die ganz alte Steam-Page, so wie Steam früher aussah. Ich meine, das kennen Leute heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr groß, so oft wie Steam sich verändert hat. Aber allein das hier ist schon ziemlich cool. Ich meine, wahrscheinlich haben sie den irgendwo ausgegraben, weil die werden ja so nicht mehr existieren, nehme ich mal an. Das ist schon... Was haben wir da? Zeitschriften, uninteressant. Stanley Parable Collectors Edition. Ich nehme an, das existiert so nicht. Was haben wir hier? Independent Games Festival Audience Award 2014. The British Academy of Film and Television. Ich kann nicht genau lesen, was da drüber steht, aber da steht The Last of Us in der Kategorie Story von 2014. Und er hat einfach Stanley Parable drüber geklebt. Unser erster Kuss, unser erstes Auto. Der Release von Stanley Parable in 2013. Stanley Parable Postkarten. Stanley Parable. Mozilla Firefox, auch gut. Es ist echt cool. Lächel, weil es passiert ist.
Da ist der Ausgang. Okay, da ist ein Dollar, keine Ahnung warum. Die Demo. Dazu auch für alle, die die Stanley Parable Demo noch nicht gespielt haben, spielt sie. Selbst wenn die Stanley Parable gespielt habt, spielt die Demo. Weil die Demo einfach nochmal komplett was anderes ist. Unachievable. It is impossible to... Es ist unmöglich, dieses Achievement zu kriegen. Okay, warte. Daran erinnere ich mich, dass ich das nicht habe. Das hier habe ich zum Beispiel nicht. Weil ich das Stanley Parable mal wieder starten müsste, das alte. Ich habe gerade kurz überlegt, ob das die einzigen beiden Achievements sind, die ich nicht habe, aber ich habe mehrere nicht. Ich dachte, dass es jetzt irgendwie den Speicherstand des anderen nimmt oder irgendwas. Everyday game releasing, Stanley Parable, a greater surprisingly down on Earth. Das ist cool. Ich muss da nicht hinsetzen, mit dem Erzähler sprechen. Je suis dans la mémorisation, c'est sous la pluie des loups, et je n'attends plus que toi, mon amour. Oh lol. Die haben Hausglück gehabt, dass die Stanley genannt haben. Dans la Das ist auch süß. mémorisation, où je me remémore les jours où je t'ai rencontré, mon amour. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now Oh mein. it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A Oh mein. lifeless husk with an hour of new elevator content. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, ob ich da anfangen soll, dass er einfach davon redet, eine Review, die Sterling geschrieben hat. Auch wenn ich ein bisschen schade finde, dass man hier den Namen nicht nochmal nachlesen kann. Oder dass er Skyrim erwähnt. Ich meine, Skyrim als großes Open-World-Game bekannt ist. Oder alleine, dass er Persona 3 erwähnt. Eins meiner Lieblingsspiele. Oder eins der Spiele, die ich auch echt gefeiert habe damals. Zu PS2-Zeiten. Aber es ist so viel einfach gerade zum Aufnehmen. Es ist krass. Ich bin gerade hin und weg. Vor allem, ich mag Sterling auch. Ich finde, von den Kritikern, die ich kenne, ist Sterling mit einer der besten. Ah, da ist das Minecraft-Ende. Dass sie die Türen so gemacht haben, das sieht auch cool aus. Und das die Linie. Ich sollte wahrscheinlich nicht alles so spoilern, damit ihr das noch erleben könnt. Okay, zum Glück geht die Tür nicht auf. Oh, das ist Stanley sein wahrscheinlich.
wenn man nie seinen Namen gesehen hat. Und da sind kleine Figürchen. Da ist ein Programmier-Screenshot. Das Ende ist niemals das Ende. Das kennen wir auch. Der größte Besitz, der größte Reichtum ist Erinnerung. Wenn ich das richtig habe. Als ob es eine Collectors Edition von Stanley Parable gab. Krass. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Das Problem, was wir gerade haben, ist, wenn das damals schon eine 9 von 10 und so gekriegt hat, die Dings sind dafür nicht mal ausgelegt, die Zahlensysteme für dieses Spiel hier jetzt. Einfach allein, dass er meint, von wegen, ja, das Spiel damals war schon perfekt. Was ist es denn jetzt? Es ist... Oh. Das ist gut. Menschen spielen Spiele, weil wegen dem, was sie da drin tun können. Und unser Spiel ist sehr gut. Und unser Spiel ist sehr gut darin, sie wissen zu lassen, dass sie nichts tun können. Absolut nichts. Dass sie auch auf die Idee kommen, nochmal so viel dran zu hängen und es nochmal schaffen. Und dann auch noch mit dem Originalsprecher. Preparing Snake, Old Salesman. Okay, das hier verstehe ich zum Beispiel nicht. Also da ist was wir neu finden werden. Ich komme noch nicht rein. Erzähler. Na gut, dann nicht. Da komme ich auch nicht durch. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Kann ich nicht eine Cola ziehen? Oder ein Wasser? Oder das Lilane da? Denn... nicht? Okay. Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny? I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Open World. Yay. Oder so. Ich frage mich, ob die Rezension echt war. Und ob das eine war von einem Mitarbeiter, der die wirklich da lassen sollte, oder ob die
Ja, dadurch, dass sie die verwechseln, nehme ich an, dass das keine echten sind, sondern gestellte. Wäre ja auch irgendwie krass, wenn sie jetzt echte Rezensionen reintun von irgendwelchen Okay, let's see what Leuten. this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Ach was, es ist doch, am Ende ist es subjektiv. Aber Stanley Parable ist schon ziemlich cool. Allein, was da alles drin ist zum Entdecken. Es ist halt ein Walking Sim. Also man läuft rum und der Erzähler interagiert mit einem, man macht dann irgendwas, was der Erzähler will oder halt nicht will und bleibt einfach mal stehen und guckt sich die Möwen an, die da rumfliegen und jetzt nicht mehr da sind. Ah, da ist noch eine. Aber es ist schon ziemlich cool in meinen Augen. Und man muss sich halt an das Walking, also man muss halt diese Art Spiel mögen, wo man rumläuft und eine Geschichte erlebt. Wenn man das nicht mag, dann wird man von vornherein enttäuscht sein. Also. Und ja, ich verteidige das Spiel aufgrund von negativen Rezensionen, die sie selbst eingebaut What's haben. this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Und da kommen wir zu dem Punkt, wenn das Spiel sich zu sehr ändert wegen... And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah, 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say... the story and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah, 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say, the story and the choices.
Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very briefly, and you can tell me what you think. Okay, so my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are, or were, or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by articulating a choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been, making every choice to which you've ever given your great gift of mortal and yet timeless thought? Or rather, do all of the choices you've ever made, in fact, make you more not this kind of person, and in fact do the very opposite? You see, it could in fact be both of these things at once. That you are both making choices and not making choices, and that they are both affecting you and not affecting you at the same time by virtue of the fact that you both are and are not making them. Okay, at first, I was leaning towards manifesto, but now I'm going to circle around and slap the treatise label on this one. I think it has much more of a treatise vibe to it. But wouldn't you say that manifesto just has a much grander sort of tone? It has a mouthfeel that is rich with ambition and history. Ambitious history, if you will. Okay, die Stelle stört mich jetzt langsam ein you've got me bisschen. going back Dass to sie diesen, manifesto. Heavens, at this rate, we're going to weil be ich here will ihn all day. eigentlich gerne zu Ende I reden have a hören. method for exactly this sort of situation, and I do find myself in this situation frequently. I'm going to say each word back and forth in repeated succession until I become sick of one or the other, in which case the word I am not sick of shall be the victor. It is an unimpeachable strategy, Stanley. It's rescued me from disaster in countless situations. All right, here we go. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Die Treatise, Frage ist, wie lange wird er das machen können? Treatise, Und wollen wir das manifesto. aushalten? Treatise, Oh. manifesto.